Ich habe keinen Bock mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Deutsch lernen ist so langweilig. Mir reicht's. Geht es dir auch so, dass du die Lust und Motivation zum Deutschlernen verloren hast und dich fragst, warum? In diesem Video gehen wir dieser Problematik auf den Grund und ich gebe dir ein paar Tipps, wie du trotzdem beim Deutschlernen vorankommst, auch ohne täglich vor dem Grammatikbuch zu sitzen. Legen wir los! Der erste Grund, weshalb du deine Motivation zum Deutschlernen verlierst, ist der, dass du plötzlich keine Erfolgserlebnisse mehr hast und auch keine großen Fortschritte mehr siehst, wie zum Beispiel auf dem A1 oder auf dem A2-Niveau. Das liegt ganz einfach daran, dass der Sprung von keinen Deutschkenntnissen zu deinen ersten Sätzen und kleinen Gesprächen viel größer erscheint. Wenn du dann schon auf dem B2 oder sogar C1-Niveau bist, machst du nur noch kleine Sprünge, weil du bereits ein großes Sprachwissen aufgebaut hast und es jetzt nur noch um Feinheiten geht. Das heißt, du machst zwar immer noch Fortschritte, aber sie sind nicht mehr so signifikant. Und weil wir tendenziell negativer als positiver denken, gehen wir davon aus, dass wir nichts mehr Neues dazulernen und immer auf dem gleichen Level stehen bleiben werden, was natürlich nicht stimmt. Wenn du dich also hier wiedererkennst, ist mein Tipp an dich, dass du dir alte Arbeitsbücher, Texte oder E-Mails, die du geschrieben hast vor langer Zeit, anschaust. Einfach damit du siehst, wie sich dein Wortschatz, ohne es bewusst wahrgenommen zu haben, erweitert hat. Ich bin mir sicher, dass du heute einen besseren Text schreiben würdest als noch vor zum Beispiel 6 Monaten. Ich sage meinen Schülern auch immer wieder, dass sie ein Videotagebuch führen sollen. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen kannst du deine Aussprache damit verbessern. Du kannst dich also selbst korrigieren, aber du kannst auch deine Fortschritte besser messen. Also starte am besten gleich heute damit. Ein weiterer Grund, der deine Motivation zum Deutschlernen reduziert, ist die Monotonie im Lernprozess. Wenn du immer die gleichen Methoden und Materialien verwendest, kann das schnell langweilig werden. Abwechslung ist hier also der Schlüssel. Mein Tipp: Probiere verschiedene Lernmethoden aus, wie zum Beispiel Hören von Podcasts, das Ansehen von Filmen auf Deutsch, das Spielen von Sprachlernspielen oder das Lesen von Büchern, die dich interessieren. Indem du den Lernprozess abwechslungsreich gestaltest, kannst du neue Motivation gewinnen und den Spaß beim Deutschlernen zurückbringen. Der nächste Grund, weshalb du keine Motivation mehr zum Deutschlernen hast, ist, dass die Themen komplizierter werden. Auf dem C1-Niveau musst du dich mit ganz anderen Grammatikthemen beschäftigen. Hier geht es nicht mehr nur um die richtige Konjugation oder den Akkusativ und Dativ. Hier werden nun plötzlich Themen wie Nominalstil oder auch komplizierte Passivsätze besprochen. Die Sätze und Strukturen werden immer komplexer und das erfordert mehr Konzentration. Hier stellst du dir dann sicher die Frage: Muss ich das eigentlich alles wissen und komme ich nicht auch ohne Grammatik oder diese speziellen Satzkonstruktionen aus? Und das ist genau der springende Punkt. Ja, im Alltag wirst du auch ohne diese komplexen Satzstrukturen auskommen. Und daher lässt die Motivation auch automatisch nach. Denn warum solltest du Zeit in etwas investieren, das dir keinen unmittelbaren, also direkten Mehrwert und Nutzen bietet? Wenn du jedoch in einem professionellen Bereich unterwegs bist, ist es empfehlenswert, sich auch hier sprachlich einfach weiterzuentwickeln. Mein Tipp ist hier, nach Interesse oder Bedarf zu lernen, wenn du dich nicht gerade auf eine Prüfung vorbereiten musst. Was meine ich genau damit? Beobachte in deinem Job oder wenn du E-Mails schreibst und vielleicht sogar Präsentationen hältst, welche Satzkonstruktionen und Begriffe du in deiner Muttersprache verwenden würdest und wie du das Ganze auf Deutsch formulierst. Der Vorteil ist, dass du dich dann nicht auf die allgemeine Grammatik konzentrieren musst, sondern nur auf das, was du auch wirklich benötigst.
Ein weiterer Grund, der deine Motivation beeinträchtigen kann, ist das Fehlen klarer Zielsetzungen. Ohne konkrete Ziele verliert das Lernen oft an Bedeutung und man kann dann leicht den Fokus verlieren. Mein Tipp ist also hier, setze dir kleine, erreichbare Ziele, wie zum Beispiel das Lernen einer bestimmten Anzahl von Vokabeln pro Woche oder auch das Verständnis eines bestimmten Grammatikthemas. Durch das Erreichen dieser kleinen Meilensteine wirst du positive Erfolgserlebnisse haben, die deine Motivation aufrechterhalten. Und ein weiterer Grund, der deine Motivation zum Einschlafen bringt, ist deine Einstellung. Und zwar in Bezug auf deine Fähigkeiten oder vielleicht sogar auch die deutsche Sprache an sich. Denn ganz häufig höre ich Sätze wie: Ich werde niemals Deutsch lernen oder ich schaffe es niemals, diese Sprache zu lernen oder ich verstehe gar nichts. Manchmal entwickeln einige Deutschlernende sogar eine Abneigung gegen die Sprache selbst. Dabei ist eine Sprache eigentlich nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Symbolen und Lauten, denen wir Bedeutung geben. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist bei keiner anderen Sprache anders. Das heißt, eigentlich hat das Ganze nichts mit der Sprache an sich zu tun, sondern mit uns und was wir auf diese Sprache projizieren. Daher ist es ganz wichtig, wenn du weiter Deutsch lernen möchtest, dass du ein paar deiner Glaubenssätzen, zum Beispiel zu deinen Deutschfähigkeiten und vielleicht sogar zu Vorurteilen gegen die Sprache, ablegst. Denn mit einer negativen Einstellung zu einer Sache wird der Lernprozess zu einer Qual. Und das musst du dir nun wirklich nicht antun. Also, anstatt zu sagen, ich verstehe Deutsch nicht und ich werde es nie lernen, sag einfach: Ich mache jeden Tag Fortschritte. Und anstatt zu sagen, ich mag die Sprache nicht, kannst du einfach sagen, ich bin gespannt, welche spannenden und vielleicht sogar schönen Aspekte der Sprache ich während meines Lernprozesses entdecken kann. Klingt doch viel schöner, oder? Ein weiterer Grund, und damit sind wir auch schon beim letzten Grund, könnte darin liegen, dass du dich zu sehr auf das Lernen alleine konzentrierst und dabei die Anwendung der Sprache in der realen Welt vernachlässigst. Wenn du zum Beispiel nur im stillen Kämmerlein, also für dich alleine zu Hause lernst, ohne deine Kenntnisse im Gespräch, beim Schreiben oder in anderen praktischen Situationen anzuwenden, verliert das Gelernte schnell an Bedeutung und die Motivation sinkt. Mein Tipp ist hier also: Suche aktiv nach Möglichkeiten, Deutsch im Alltag zu nutzen. Sei es durch Gespräche mit Muttersprachlern, den Besuch von Veranstaltungen oder das Lesen von Büchern und Artikeln, die dich wirklich interessieren. Je mehr du die Sprache im realen Leben anwendest, desto mehr Sinn ergibt das Lernen und desto motivierter wirst du sein. Und ich habe doch noch einen Grund, weshalb du die Motivation zum Deutschlernen verlierst. Und dieser ist, dass du dir selbst zu viel Druck machst. Wenn du dir unrealistische Ziele setzt oder dich mit anderen vergleichst, die möglicherweise schnellere Fortschritte machen, kann das frustrierend sein. Jeder lernt in seinem eigenen Tempo. Und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es keine festen Regeln gibt, wie schnell man eine Sprache beherrschen sollte. Mein Rat also: Setze dir bitte realistische und erreichbare Ziele und vor allem feiere auch immer kleine Erfolge. Es ist dein individueller Lernprozess und jede Verbesserung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann like es doch bitte, abonniere meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungen, damit du keins meiner Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal.